Das nächste Heimspiel in der Bundesliga gegen St. Pauli. Die sind Vorletzter. Wir kommen aus einem Auswärtssieg beim FC Augsburg und einem Europa-League-Sieg gegen Alkmaar. Europa League ist im nächsten Part wieder am Start. Das spielen wir gegen Lens, danach gegen Heidenheim. Also die Wochen der harten Gegner ist jetzt erstmal vorbei. Wir haben ja gegen Bayern, gegen Tottenham, Frankfurt, Dortmund haben wir zack alle hintereinander weggespielt. Jetzt haben wir gegen St. Pauli die Chance, uns ja weiter oben festzusetzen. Wir sind auf dem 7. Platz. Wir stehen zwischen ganz vielen anderen Teams mit 2-3 Punkten Differenz maximal. Das heißt, ihr seht, wie spannend diese Liga noch sein wird. Besonders dann, wenn es in die Rückrunde geht. Von daher müssen wir gerade gegen solche Gegner, ich sage es immer wieder, gegen solche Gegner müssen wir gewinnen. Da müssen wir die 3 Punkte holen. Und gegen die großen Teams, das ist Bonus für mich. Und wir gehen schon mal genau richtig gut drauf. Das ist genau das, was wir auch heute wieder brauchen. Dieses Pressing früh im Angriffsdrittel. Oh, schöne Flanke, Wanner. Und vielleicht noch nachgestochert. Nee. Aber genau das ist das, was wir brauchen wieder. Vorne Pressing. Wie gesagt, St. Pauli, die sind 17. Das spricht für sich. Heißt aber nicht, dass das hier heute eine leichte Aufgabe wird. Wir müssen auch dieses Spiel dann halt auch erstmal gewinnen. Und was hilft da? Ein schnelles Tor. So, das wäre jetzt die Idealvorstellung, aber dass es natürlich nicht immer so ist, das wisst ihr, das weiß ich einfach aus jahrelangem FIFA-Spielen. St. Pauli ist nämlich da, Achtung, erste Chance, Maurides. Oh, jetzt geht wieder keiner drauf, das ist kein Abseits. Ohne XXXL-Chance. Von St. Pauli, so kann man Gegner auch wieder stark reden, ich mach's halt wieder. Aber das hätte er ein bisschen besser lösen müssen. Also gut, dass er es nicht gemacht hat, aber er hätte ja noch Zeit gehabt, sich zu drehen. Der Schuss aus der Drehung, der ist dann Gott sei Dank weit vorbeigegangen. Ich glaube, St. Pauli spielen die auch ein 4-4-2 oder 4-1-2-1-2, weiß ich nicht, ist egal. Auf jeden Fall haben wir Wanner gegen Mourinho. Aha. Schau an, Mourinho, Listes, Ferry in der Mitte. Oh, wir haben auch so viel Platz. Aber dann bleiben wir natürlich wieder an einem Gegenspieler hängen. Das ist so typisch. So viel Platz, ey, 10 Meter Umkreis und er schießt genau gegen den Gegner. So, jetzt Jolie. Gegen Jongwa. Nein, da muss Ishiran. Kommt da nicht ran. Metcalf. Nächste Chance. Wagner kommt noch irgendwie ran. Und Sinamoy hat Glück. Ja, das ist ein munteres Spielchen hier. Hätte ich gar nicht gedacht. Also ich dachte echt, dass St. Pauli sich mehr hinten reinstellt. Aber die müssen wahrscheinlich auch. Ja, auf dem 17. Platz kannst du dich nicht einfach mal hinten reinstellen. Da musst du eigentlich ein bisschen offensiver spielen. Deswegen habe ich gedacht, dass uns das ein bisschen mehr entgegenkommen wird. Aber die verstecken sich nicht. Die trauen sich auch nach vorne. Und stellen sich halt hinten rein, ne? Guck, die stehen. Gut, mit 3, 4 Mann schon vorne an der Mittellinie. So ist es nicht, aber wird halt nicht gerade viel leichter für uns. Deswegen, diese Lücken hier, die es gibt, schneller bespielen. Oh, Wanner, das wäre kein Abseits gewesen. Oh Mann. Ich warte immer auf den Pfiff, weil so Spielzüge, die dann richtig gut gespielt sind, die sind dann meistens immer Abseits. Deswegen habe ich da nie so viel Hoffnung, dass wir auch wirklich die Chance kriegen, da noch was draus zu machen. Aber hier draus, Wanner und Listes. Und Abstoß. Ja, ich kann jetzt gar nicht sagen, wer hier von der Statistik weiter vorne ist. Da ist schon mal die Ankündigung fürs nächste Spiel gegen Lens. Racing Club de Lens. Da können wir eventuell dann schon das Achtelfinale, das Achtelfinale, die Playoffs sichern. Also direkt ins Achtelfinale werden wir wahrscheinlich nicht mehr kommen. Aber die Playoffs, das sind jetzt die Ziele oder das Ziel, was ich habe. Danach geht es noch gegen Ferencváros Budapest, gegen Galatasaray und ich glaube, das waren sie dann, die 3 Gegner. Aber jetzt ist erstmal St. Pauli. Jetzt muss erstmal St. Pauli geschlagen werden, Jongwa. Aber das ist alles nicht gefährlich genug. Das sieht alles gut aus, auch bis zum Strafraum. Aber das sieht auch dann irgendwie sehr verkrampft aus. Nicht so leicht und locker. Aber vielleicht jetzt. Ferry auf Listes. Auch wieder zu viel Platz. Aber wir treffen die falschen Entscheidungen gerade. Guck mal, da ist auch wieder Platz. Da stehen die Innenverteidiger auch 15 Meter gefühlt auseinander. Ja, aber uns gelingt halt dieser Durchbruch nicht. Ich hätte auch durchsprinten können mit Listes, aber irgendein Verteidiger wäre dann trotzdem rangekommen. Wahrscheinlich Mourinho oder Lopez oder wie sie hier heißen. Deswegen sowas brauche ich gar nicht versuchen. Das funktioniert eh nicht.
Aber St. Pauli kommt wieder. Mauritius und die haben echt viel Platz vorne. Wenn die hier erstmal durch sind, dann haben sie auch den Platz. Aber sind genauso gut auch hinten verwundbar, hoffentlich. Listesch mit Wanner. Ja, nee, Wanner war im Abseits. Aber jetzt Listesch. Gutes Dribbling. Ferry, nächste Chance. Castañeda kommt mit. Und dann sind es halt auch wieder nur Zentimeter. Bis zum Strafraum sieht das wirklich alles sehr gefährlich aus. Guck, wir gehen ins Pressing. Wir gewinnen die Bälle. Aber dann, ja, dann hört's auf. Da erhoffe ich mir den Durchbruch dann in der zweiten Halbzeit. Oder vielleicht jetzt nochmal. Jongwa, jetzt Wanner. Oh Gott, was machen wir denn? Wanner! Mit Voice Crack. Aufs Tor. Ja, ist schon mal die Taktik für die zweite Halbzeit wird da schon mal geschmiedet. Ja, machen wir mit Remberg. Nee, Wagner. Der hat eigentlich da die besseren Werte. Aber mal ein richtig guter Eckball mal wieder rein. Aber auch schon lange nicht gehabt. Ferry kommt nicht ran. Oh, jetzt Wanner aus dem Rückraum. Natürlich. Was auch sonst. Der wird geblockt. Jetzt müssen wir hintenrum aufbauen. Haben aber Wagner nochmal mit vorne. Oh, und Listesch auch wieder gegen alle alleine. Castañeda. Oh Gott, das ist so ein Reinwürgen hier. Reinzwängen. Die Chancen kommen hier zufällig zustande. Aber wir machen weiter. Wir haben gar keine Zeit hier durchzuschnaufen. Wir machen direkt weiter. Nächste Chance. Und St. Pauli klärt. Ja, nächste Chance. Wir müssen uns hier weiterhin Chancen rausspielen. Wir müssen die Taktrate hochhalten. Dann wird St. Pauli irgendwann auch darunter zusammenbrechen. Vielleicht ja jetzt. Wanner! Finally! Es geht doch. Der Greedy an die St. Pauli-Fans in der Nachspielzeit, das 1:0. Längst überfällig. Und da war halt mal diese Lücke, genau der Raum, der frei war. Die Gasse und dann natürlich Paul Wanner, ein Mann seiner Klasse, der macht den natürlich. Das lässt er sich nicht zweimal sagen. Macht Saisontor Nummer 5 auch immerhin schon. Ja, in seinem 11. Bundesligaspiel. Und das war halt wichtig. Also dieser Knoten, der jetzt hoffentlich gelöst wurde. Vielleicht können wir jetzt in der zweiten Halbzeit noch ein paar mehr Tore oben drauflegen. Weil meistens ist es so, dass dann solche Teams gegen Ende der Partie, ja, dass die Kraft danach lässt, dass wir noch ein paar mehr Chancen kriegen und auch ein paar mehr Tore schießen. Das war in der Frankfurt-Karriere so, das war in Duisburg so, das war bei allen anderen Karrieren auch so. Wir haben halt schon 11 Schüsse, ne? Guck mal kurz, XG-Wert liegt bei 3,2, also hopp. Wir liegen 2 Tore unter XG-Wert. Wie spielt St. Pauli? Lass mich mal kurz gucken. 4-4-2 oder 4-1-2-1-2? Was haben die? Die haben, oh Gott, was haben die denn? 5-5-3-2 oder 5-1-2-2? 5-1-2-2, ne? Die spielen also Fünferkette. Ja, aber eine Fünferkettenformation, die ich auch vorher noch nie so gesehen habe. Aber gut. Scheint ja auch offensichtlich nicht viel zu bringen, sonst wären sie nicht 17. So, und wir können gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit mal hier für klare Verhältnisse sorgen. Ferry, ja, abseits. Ja, oder umstellen. 4-2-3-1, vielleicht ist gerade heute die Zeit für 4-2-3-1. Ja, mal gucken. Vielleicht so nach einer Stunde, aber ich lasse jetzt noch das erstmal bei dem 4-4-2. Weil ich möchte, wenn die hinten breit stehen, möchte ich halt auch breit stehen. Möglichst mit 4 Leuten. Nächste Chance, Remberg. Wer kommt mit, wer läuft durch? Paul Wanner, ja, der macht genau den richtigen Laufweg. Überragend gemacht, aber dann braucht er zu lang. Dann sind wieder 5 Gegenspieler da. Schade, schade. Eine weitere leicht vergebene Chance. Aber irgendwo sind auch die Lücken. Da ist die Lücke, da ist wieder Wanner. Und wieder abgeblockt. Wir werden am Ende einen XG-Wert haben von 5, wenn das so weitergeht, oder 6. Und gewinnen dann quasi nur mit 1:0. Dann ist das so. Aber noch ist ja nicht Schluss. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Jongwa, aber auch das zu ungefährlich, zu zentral. Aber St. Pauli ist ja jetzt gefragt, ne? So ist es nicht. Nicht, dass sie jetzt unbedingt müssen. Also ihr dürft auch gerne ein bisschen ruhiger spielen. Aber wir sind halt nicht gezwungen, hier irgendwas zu machen. Perkins außen gegen Wagner. Das geht halt auch zu einfach und es wird gleich wieder klingen. Das ist so ganz, ganz typisch. Gott sei Dank nicht. So, Ferry, komm, einfacher Doppelpass mit Listesch. Jetzt fehlt er halt im Zentrum. Aber egal, der läuft das trotzdem ab gegen Mourinho. Und aus spitzen Winkel, warum nicht? Und der Abstauber von Listesch nach einer Stunde.
Jetzt wird umgestellt. 4-2-3-1. Das Ding hier kompakt halten. Ja, und da muss auch mal so ein Tor her. Ne? Also, wir haben es jetzt oft genug versucht. Wir haben Druck gemacht. Und dann dürfen wir auch mal so ein Tor machen. Obwohl so Tore halt auch, ja, langweilig sind. Aber gut, gehören halt auch mit dazu, ne? Und Listic, für den freut mich das auch, dass der jetzt auch eine bessere Saison spielt. Der ist ja noch verliehen bis zum Sommer. Der wird seinen Weg auch noch gehen. Der hat auch ein gutes Potenzial. Das ist auch eine Empfehlung für euch. Wenn ihr mal einen günstigen, ja, ZOM baut oder generell Offensivspieler, dann schaut mal bei Eintracht Frankfurt vorbei. Christian Listic ist da auch ein sehr, sehr guter Spieler für diese Position. So, und jetzt haben wir das Heft des Handelns völlig hier in unserer Hand. Jetzt muss St. Pauli halt noch mehr machen und das bringt hier noch mehr Lücken, noch mehr Raum und Chancen für uns aufs Dritte zu stellen. Auch die Zweikämpfe gewinnen wir jetzt mehr. Also St. Pauli baut jetzt mehr und mehr ab und jetzt, wenn wir gut spielen, das 3:0. Jetzt geht's. Jetzt kommt alles auf einmal. Jetzt darf Nacho Ferri auch. Auch das habe ich ja in der Halbzeit so ein bisschen gesagt. Bei so Gegnern ist es dann häufig so, die halten in der ersten Halbzeit gut mit, aber dann irgendwann brechen sie ein. Ja, irgendwann, wenn dann das erste Tor mal gefallen ist, dann fällt auch das zweite, jetzt das dritte Tor. Zu genau den richtigen Zeitpunkten. Wer macht sowas? Wer ruft jetzt während seines Besuchs im Stadion seine Oma an? Es sei denn, es wäre ein dringender Notfall, aber wer macht das denn schon? Ferri mit der nächsten Chance und es gibt Elfmeter. Es gibt Elfmeter für Preußen Münster, warum auch immer. Ordonez wohl mit dem Foul, aber was hat er gemacht? Was hat denn er jetzt? Nein. Ach du Scheiße, ist das lächerlich. Für was gibt's denn jetzt Elfmeter? Ich hab's immer noch nicht rausgefunden. Wenn ihr es wisst, schreibt's mal in die Kommentare rein. Das Geschenk nehme ich natürlich gerne an. So viel Glück muss ich auch mal haben. Oder darf ich auch mal haben. Ich habe schon oft Elfmeter gegen mich bekommen, die auch keine waren. Und das nutzen wir jetzt. 4:0. Ja, also wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, wieso ich da Elfmeter bekommen habe, aber trotzdem, so Geschenke muss man dann auch mal nutzen. Und Ferri eiskalt, ich glaube, den hätte er auch nicht gehabt, wenn er in der Ecke gewesen wäre. So, also jetzt ist endgültig der Ofen aus, 4:0. Ist auch gut für unser Torverhältnis, ja, gegen so Gegner. Da musst du halt auch mal 3-4-0 gewinnen oder 3-0. Oder 3 Tore Unterschied, je nachdem, aber das wird dann am Ende der Saison wahrscheinlich noch, ja, sehr entscheidend sein. Das Torverhältnis, ne? Wenn es dann wieder um europäischen Platz geht oder hast du nicht gesehen. Und jetzt geht es halt mit St. Pauli den Bach runter. Das ist auch wieder kein Abseits. Ferri, die Chance zum Hattrick und den macht er. Was für eine Wumme. Schön rein in den Knick, aber das geht jetzt zu einfach. Das, was in der ersten Halbzeit nicht funktioniert hat, ja, da haben wir uns noch so schwer getan. Das klappt halt jetzt doppelt und in seinem Fall dreifach. Hattrick innerhalb von, ja, 8 Minuten. Habe ich richtig gerechnet? 8 Minuten, glaube ich. Lupenrein, ne? 3 Tore hintereinander in einer Halbzeit. Lupenreiner Hattrick, würde ich sagen. Für Nacho Ferri. Ja, das ist natürlich jetzt Wahnsinn hier. Also St. Pauli zerfällt jetzt regelrecht, aber wir machen weiter. Ich spiele aufs nächste Tor, ich spiele aufs 6. Tor. Ich möchte hier so viele Tore schießen, wie es geht. Und Nacho Ferri, ja, bin ich kurz vom Weg abgekommen, Listic, abgefälscht. Da hätte ich, glaube ich, wenn ich da durchgezogen hätte, ich hätte einfach mit links schießen müssen. So, das gibt jetzt uns aber die Möglichkeit, mal ein bisschen, ja, noch frische Leute reinzubringen. Vorne Fridjonsson, linke Seite Grudowski und auf der anderen Seite Karamoko. Das ist der Neue. Ebenfalls aus der Jugend. Gegen Augsburg hat ja der andere Neue gespielt. Und jetzt haben wir Karamoko. Wir haben halt auch noch Qualität auf der Bank. Für solche Spiele. Ganz klar. Remberg mit der Ecke. Chavez kommt ran. Und weil der kann einem auch schon so ein bisschen leid tun. Also der hat auch wirklich wieder alles gehalten, was zu halten war. Aber brauchst halt auch eine Verteidigung, ne? Und auch Spieler davor, die irgendwie es zumindest versuchen zu verteidigen. Aber da kannst du nichts machen. Wenn du hier so eine Mannschaft wie Preußen Münster hast, die jetzt auch im Flow ist,
Gutowski gegen Wahl, das ist echt Wahnsinn, was die hier machen. Und Friedensson, natürlich, der darf nicht fehlen. Schade, schade, schade. Weiter geht's. Rogoff hat auch schon gegen Hamburg von Weitem getroffen. St. Pauli, die können jetzt gefühlt noch hier 10-mal die Schüsse blocken. Wir kommen trotzdem immer wieder durch. Also zweite Halbzeit, glaube ich, können wir abhaken unter Einbahnstraßenfußball. Sehr, sehr druckvoll. Viele Chancen, 5 Tore dann noch insgesamt. Das ist auch, glaube ich, in der Höhe verdient. Mal gucken, Chavez nochmal mit der Chance. Und dann sollen wir es auch, glaube ich, gut sein lassen. Wir haben viele spannende Spiele noch, die uns bevorstehen. In der Liga jetzt Heidenheim, auch wichtig. Aber wenn wir da auch nochmal nachlegen könnten, wäre das auch sehr, sehr gut. Und dazwischen kommt halt jetzt Lens in der Europa League, was wahrscheinlich schwerer werden wird. Gehe ich jetzt mal von aus. Ja, ohne jetzt so ein großer Wahrsager zu sein, aber ich glaube, das wird nicht so leicht wie heute. Aber auch da werden wir nicht chancenlos sein, wenn wir denn unsere Chancen nutzen. Wenn wir so spielen, dann hat es jeder Gegner schwer. Siehe die Bayern, siehe Leipzig. St. Pauli kommt nochmal, aber jetzt will ich es auch zu 0 halten. Also, das eine Tor braucht er jetzt dann auch nicht mehr schießen. Wir gewinnen das Ganze hier souverän, dann am Ende in der zweiten Halbzeit 5-0. Karamoka hat nochmal Bock. Oh, gute Mitnahmen. Und jetzt hopp. Sag mal, was du kannst. Gegen Lopez. Ja gut, der braucht noch. Aber die eine Bewegung gerade, flüssige Bewegung, die war schon mal nicht schlecht. Aber unterm Strich. Münster 5, St. Pauli 0. St. Pauli bleibt weiter unten drin. Wir bleiben weiterhin oben. Wir klettern vielleicht in der Tabelle, je nachdem wie die anderen gespielt haben. Und wir holen uns schon mal ein bisschen Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein fürs nächste Europa League Spiel. So, hier haben wir Leipzig, die spielen unentschieden gegen Dortmund. Das ist auch immer gut für uns, wenn sich die Konkurrenz, ist ja jetzt unsere Konkurrenz, die Punkte gegenseitig nimmt. Wir hatten gerade 25 Torschüsse übrigens und einen XG-Wert von 9. 5 Ausrufezeichen. 9,0 die erwarteten Tore. Also wir hätten ja auch locker zweistellig gewinnen können, wenn wir von der Qualität der Chancen mitgehen. Das hatte ich, glaube ich, auch noch nie. So, die Niederlande, ja, wie gesagt, ich hätte auch längst bei Deutschland schon unterschrieben. Ich habe da schon mal in den letzten Parts gesagt, aber der Reiz ist halt einfach nicht da, weil es gibt leider nächstes Jahr, also 2027 hier in-game, weder eine Europameisterschaft noch eine Weltmeisterschaft. Würde es das geben, hätte ich das gemacht, dann hätte ich auch schon längst bei Deutschland unterschrieben. Das hätte ich dann nochmal so als Bonus mitgenommen am Ende der Karriere, aber wenn wir halt leider kein Turnier haben, dann lohnt sich das für mich auch nicht. Für die paar Freundschaftsspiele, die wir dann da haben. Von daher seht mir das nach. So, nächstes Spiel ist jetzt gegen Lens. Aber wie gesagt, 9,0er XG-Wert und 25 Torschüsse. Das ist schon, ja, mal eine Ansage. So, Lens, die sind auf Platz 31. Gucken wir mal kurz in die Mannschaft rein, wer da so alles spielt. Guilavogui unter anderem. Litz Doan ist dahin gewechselt. Kenne ich noch irgendwie einen. Damian in der Innenverteidigung, das ist, glaube ich, von Inter, ne? Said, gibt es nicht bei St. Pauli einen, der so heißt? Wen haben sie auf der Bank? Dodo. Dann haben sie noch Abdul Samet, Fulgini, Skarke, auch ganz, ganz wilde Transfers. Und die haben halt die letzten 5 Spiele auch nicht gewonnen. 4 Niederlagen, ein Unentschieden dazwischen. Wir gucken mal auf die Tabelle. Also wir müssen mindestens 24. werden. Da haben wir nicht so viele Punkte Vorsprung. Wir haben 2 Punkte Vorsprung. Wie sieht das nach oben hin aus? So rein theoretisch. Auf dem 8. Platz haben wir 4 Punkte Rückstand. Beide noch 3 Spielen. Also es ist auch möglich, dass wir noch unter die ersten 8 kommen. Da muss aber ganz viel, ja, zusammenkommen. Marseille ist auf der 1. Ich finde dieses Ligasystem, by the way, ich habe auch am Anfang ein bisschen gedacht, oh, das ist ja irgendwie nicht so schön. Weißt du, jetzt hast du 8 Spiele, Gruppenphase fällt weg. Aber es ist definitiv spannender als eine Gruppenphase. In der Gruppenphase hast du meistens schon 2 Spieltage vor Schluss die Gewissheit, dass viele Mannschaften halt schon weiter sind. Dann werden die letzten beiden Spieltage einfach langweilig. Aber hier in dieser Ligaphase, da wird es wirklich spannend, weil in echt ist es ja zum Beispiel so, dass Man City auch gerade 25. ist und PSG auch irgendwie so in dem unteren Bereich. Die können also ausscheiden und dann sind sie raus. Die spielen dann auch nicht in der Europa League. Und so eine Ligaphase, ich glaube, die gerade am letzten Spieltag, wenn sich dann minütlich was verändern kann, das hat einfach einen ganz anderen Flair. Ja, und dann steht ja auch schon fest, wer gegen wen spielt, in den Playoffs, dann in der K.O.-Phase, Platz 9 gegen Platz 24 und so weiter. Oder Platz 9 bis Platz 16 und Platz 17 bis 24. Also im Nachhinein muss man wirklich sagen, okay, das System ist vielleicht auch nicht so verkehrt oder mal was Neues. Obwohl ich am Anfang auch ehrlich gesagt nicht so der große Freund davon war. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn euch das Video wieder gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Kostenloses Abo auf dem Weg zu 9000 Abonnenten würde es mich freuen, wenn ihr mich da supportet, wenn ihr mir helft. Und dann gucken wir mal, was zu Hause gegen Lens in der Europa League geht. Macht's gut, bis zum nächsten Spiel. Ciao, ciao.